Es ist Zeit für eine weitere Fantasy Car Collection und diesmal mit einem ganz besonderen Gast. Ihr seht es schon, InScope ist da. Jetzt geht's aber ab. Die Grundregeln. Erstens, du hast 10 Plätze in deiner Fantasiegarage. Zweitens, du hast absolut unendliches Budget. Du kannst so viel Geld ausgeben, wie du möchtest. Drittens, du kannst danach nie wieder ein Auto kaufen. Das allererste Auto, was ich dir jetzt nenne, ist der 488 Pista Spider. Weil das ist mein absolutes Grail, dieses Fahrzeug. Ich finde, das ist von der Optik, von den Proportionen, die Ästhetik. Welche Farbe innen und außen? Ich habe mal eine Kombination gesehen, die fand ich ziemlich geil. Und zwar so einen dunkelblau mit silbernem Streifen. Welche Räder? Immer silberne Felgen. Silberne Felgen, okay. Hättest jetzt goldene Felgen oder schwarze Felgen gesagt, könnte schwierig werden, ne? Könnte das ein Auto sein, was ich ganz gut kenne. Egal. Wieso, hast du einen oder was? Ja, sicher. Wirklich? Ja. Du hast einen Pista? Ja, klar. Digga, Das ist also, oh mein Gott. schwierig, aber dunkelblau, weiße Streifen, goldene und schwarze Räder. Ja, klar. Hast du? Guck mal, wir sagen einfach mal so, ich sag jetzt noch meine weiteren Autos und du sagst dann immer so, ob du den halt hast oder nicht. Also natürlich ist das ja mein Beruf am Ende. Komm, Platz 2. Ich mache weiter mit der Turbo-Fraktion. Ich würde da den GT Black Series nehmen. Von dem auch, was ich gehört habe bisher, endstreckentechnisch ist der immer Vergleich mit Porsche. Und von den Leuten, die den bisher jetzt gefahren sind, sagen auf jeden Fall kann mit einem GT2 RS mithalten von dem Das ist schon richtig böse. Letzter GT, den wir hatten, war da gab es so eine AMG One Owners Edition. Das war aber nicht Black Series. Ja, genau, der mit den Sternen, mit dieser Genau, und wenn du halt einen AMG One bestellst, dann bekommst du auch die Chance. Hast du einen AMG One? Wir kriegen einen AMG One, glaube ich, ich weiß es ja leider nicht. Ich glaube in 2-3 Monaten irgendwann. Ja, nee, klar, ist ja logisch, dass du einen kriegst, ne? Platz Nummer 3. SVJ Roadster. Heftige Maschine. In so einem richtig schönen satten Rot, aber nicht so ein hellrot, sondern so ein etwas dunkleres Rot. Ja, was ist Lambo für dich? Lambo ist für mich Samstag, Sonnenschein, Gigolo-mäßiges Feeling. Du fühlst dich geil, du fühlst dich extrovertiert. Dann steigst du in den Wagen ein und fährst in die Stadt. Klar, auch sehr extrovertierte Brand, ne? Ist das was dich anspricht? Ja, wie gesagt, nur so an gewissen Tagen. Also das wäre jetzt nichts, wo ich jetzt sagen könnte, würde ich mich confident fühlen, das jeden Tag zu benutzen. Aber wenn man mal so Bock hat, ein bisschen lauter zu sein und man fühlt sich einfach gerade so geil, so dann wäre das so ein Ding, was ich sagen würde, ist cool. Der Porno für die Garage. Okay, innen drin? Dann würde ich ihn schwarz lassen. Platz Nummer 4 ist ganz klar GT2 RS. Sagen wir jetzt mal, weil wir den Lambo Rot hatten, ganz klassisch Silber. Innen drin? Innen drin auch einfach schwarz, Classic. Vielleicht noch mit so hellen Ziernähten. So. Also ich bin einmal mit dem von Daniel Ab mitgefahren und das war auch einfach geisteskrank, was das Fahrzeug, wie das nach vorne geht. Dann GT3 RS. So, Platz Nummer 5. Ich habe selber tatsächlich das große Glück, dass ich einen GT3 RS habe. Ja. Den 991 habe ich. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich den 992 lieber nehmen würde. Also der sieht natürlich optisch nochmal krasser aus und so, aber ich finde beide irgendwie geil. So, aber nehmen wir jetzt einfach mal den aktuellen, nehmen wir den 992er. Und der muss auf jeden Fall in der crazy Farbe sein und das ist für mich ganz klar ein gelber. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn man da den Streifen schwarz macht, dann finde ich es, diese Gelb-Schwarz-Kombi mit schwarzen Felgen würde da funktionieren. Ja, also da könnte man sogar schwarze Felgen drauf machen, fände ich geil. Ich finde, da darfst du nur nicht mehr zu viel mit den Details rumfummeln. Und dann muss man eine ausdrucksstarke Farbe nehmen und dann auch durchziehen. Ich finde es so komisch, dass wir dieses Video gerade drehen. Ich bin immer so bei mir zu Hause, ne? Und ich denke mir immer so, ja, was für Autos würdest du jetzt holen, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest? So, weißt du, voll blöd. So, weißt alles on record. Platz Nummer 6. Klar, du darfst dir wieder ein Auto kaufen. Ne? Du kannst eine Family bewegen, kannst was für die Stadt. Ich nehme noch den 458 Speziale Aperta. Dann sag, komm, mal was für die Familie bewegen oder in der Stadt oder so. Bam, 458 Speziale Aperta. Gib ihm. Einfach ein brutaler Wagen und vor allem dieser verdammte Saugmotor. Das ist für mich einer der bestklingendsten 8-Zylinder-Saugmotoren, die wahrscheinlich jemals gebaut wurden. Das ist einfach eine Symphonie auf 4 Rädern. Platz 7. Also wir gehen zu den Hypercars, okay? Es wird für mich der Jesko. Boah, geil. Geil, ne? Boah. Hast du mal Kontakt mit Koenigsegg? Ja, ich hab Christian von der Koenigsegg besuchen dürfen bei ihm. Krasser Typ, ne? Ich glaube, was uns verbindet, ist Leidenschaft fürs Thema. Weil er auch wirklich eine ganz, ganz interessante Geschichte hat und immer wieder nur gesagt hat, ich möchte, ja, ist mir egal, ob ich damit wirtschaftlich erfolgreich bin, ich möchte einfach nur mein Auto bauen. Das ist so ich crazy. möchte einfach ein Auto bauen. Was der in Innovation bringt, ist echt heftig. Ne, es ist super krass, was er bringt. Was fasziniert dich am Jesko? Optisch einfach eine 10 von 10. So ein wunderschönes Auto. Ja. Soundtechnisch geisteskrank. So, welche Farbe? Ich nehme die Farbe, die ich auf meinem aktuellen GT3 habe. So ein ganz dunkles Lila. Ich hätte jetzt Lila fast vorgeschlagen. Wirklich? Ich dachte, komm, was haben wir schon? Wir haben Gelb, wir haben All Black, wir haben Rot in verschiedenen Ausführungen. So ein richtig schön dunkles, schimmerndes Lila.
Natürlich wieder helle Felgen, keine Aber Frage. glossy. Genau, glossy, ja. Und Ich bin nicht so der extrovertierte Innentyp. Bei solchen Sportwegen, ich finde auch so hier innen einfach Carbon, schwarz, vielleicht mal noch eine farbige Ziernart, aber das war's. Ich finde das einfach geil, wenn es hat gerade einen neuen Bentley Continental im Stand bei uns. In einem der schönsten Dunkelblautöne, die ich je. Weißt du, wenn so gefühlte 100 Klarlackschichten auf so einem Auto sind, könnte ich daneben mit einem Schlafsack mich jeden Tag hinlegen. Also was hatten wir jetzt als letztes? Jesko in Interieur bist du mir noch schuldig. Jesko Interieur schwarz. Schwarz. Lila, außen, Tiefglanz, richtig schön Klarlack, innen schwarz. Da sind wir bei Platz Nummer 8. Nico hat keine Familie, will auch keine haben. Er braucht sie nicht. Kinder sind völlig überflüssig und er ist also immer nur zu zweit unterwegs. Am besten nimmst du jetzt noch irgendwie Monza SP1 und du sagst, komm, ciao, ich mache irgendwie, was soll der Scheiß, ich mache das alles allein. Als nächstes muss es. Die Luft wird dünn, ne? Platz 8. Nein, ich überlege, es gibt zwischen zwei Autos, bin ich am Überlegen, aber ich glaube tatsächlich aus emotionalen Gründen muss ich den Carrera GT nehmen. Dritter Porsche. Ja, ich bin schon ein kleiner Porsche-Fanboy. Das erste etwas historische Auto, Ja. wenn du die Autos kaufst und einfach stehen lässt. Das ist wie, wir hatten mal einen weißen LaFerrari. Es ist so selten. Und dann haben wir den irgendwann verkauft und es war okay. Aber hättest das Auto noch ein paar Jahre. Manchmal musst du es einfach stehen lassen und dann verfünffachst du dein Geld. Genau den gleichen Ansatz mit diesem einfach mal halten hatte ich tatsächlich auch mit meinem VW Lupo. Da ist der Plan allerdings nicht aufgegangen. Was, dein erstes Auto? Das war mein erstes Auto, ja. Ja, okay. Hast du damals auch sogar, glaube ich, gezeigt, ne? Ja, klar. Meine Mutter sagt immer so, wie kannst du dich so für Autos begeistern? Das ist doch nur ein Auto und so. Ich denke mir so, keine Ahnung, es ist einfach... Das ist geil Auto, der schießt ja Leidenschaft. Das ist eine Leidenschaft, verdammt noch einmal. So, sagst du Platz 9. Ich würde sagen, wir brauchen was Historisches. Wir brauchen eine Lösung, die mir normalerweise heutzutage nicht gut gefällt, die damals allerdings krass war. Und zwar brauchen wir das legendäre Fahrzeug, den LaFerrari. Ja, schon einmal schön. Wir sind mit dem Jesko und LaFerrari und Carrera GT jetzt ziemlich in die Hypercar-Schublade. Einmal richtig abgetaucht. Vollkommen unzweifelhaft finde ich bis heute eines der sofort wiedererkennbarsten Fahrzeuge aller Zeiten. So heftig. Aber auch der Du bist Name. mal einen gefahren auch? Ja, klar. Alter, ey, du hast da mal einen LaFerrari gefahren, ey. Ey, Konstantin, du lebst einfach den Dream, ey. Der Dream, der ist ganz schön anstrengend, sag ich. Farbe außen innen? Farbe, gute Frage. Ich glaube tatsächlich, ich würde da, weil ich schon, es ist kein richtig historisches Fahrzeug, wird es aber werden. Deswegen würde ich auch auf eine historische Ferrari-Farbe gehen, und zwar gelb. Wenn euch das interessiert, Leute, googelt bitte mal Brabus Rocket R gelb. Es gab ein Auto in der Fertigung, ich kam runter, ich bin fast in Ohnmacht gefallen. Das Auto, in dem wir heute sitzen, in knallgelb. Eines der coolsten Autos, das wir im letzten Jahr gebaut haben. Safe, kommt So, ist der Ferrari gelb außen innen, was? Du kennst mich mittlerweile. Es wird schwarz mit gelben Ziernähten. Was will ich da jetzt ein rotes Interior machen? Das ist doch kacke. Jetzt brauchen wir noch einen. Und weil ich ein Fanatiker der italienischen Autobaukunst bin, wird es kein Ferrari, Bin gespannt. kein Lamborghini. Sondern? Es ist der Huayra. Wir sagen jetzt ganz aggressiv den Huayra Roadster BC. Nachdem wir auch wirklich den kompletten Vogel abgeschossen haben. Boah. Noch nie einen Pagani in echt gesehen. Ist ja eigentlich ein Kunstwerk. Ey, ich habe tatsächlich gerade wirklich an so ein richtig geiles, tiefes Dunkelblau gedacht, was du gesagt hast von dem Bentley. Weil das einfach eine geile Farbe ist. Das sieht einfach brutal aus. Pagani Interior habe ich nicht so heftig drin. Ich weiß auf jeden Fall, dass da sehr viel Silber oder so Chromelemente drin sind. Deswegen, da darf man nicht zu viel Faxen machen. Eventuell würden da leichte braune Details matchen mit dem Blau. Das könnte ich mir gut vorstellen. Da müsste ich aber genau nochmal reingehen. Da bin ich tatsächlich nicht deep genug drin. Im Pagani Huayra BC Interior bin ich leider nicht so gut So, und drin. jetzt, weil mein Kamerateam draußen Druck macht und ich in den Zug muss, Du musst zum Zug, Konstantin. mache ich jetzt Fantasy Train Collection. Nein, Scherz beiseite. Wir haben gerade zusammengestellt die Fantasy Car Collection von InScope. Lieber Nico, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe mich richtig gefreut. Es ist super interessant geworden. Mal wieder anders als alle anderen. Es hat Spaß gemacht. Familienfreundlich. Könnt ihr bei mir auf dem Channel vorbeischauen, weil da werde ich die Garage dann einfach mal zeigen, weil die Autos werde ich mir, denke ich, morgen kaufen. Ich freue mich, Konstantin. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke für das Video. Dankeschön. Danke, dass du mir meine Träume vorgeführt hast. Schreibt uns unten rein, was sind eure 10 Traumautos, die ihr in eure Garage packen würdet. Und auf geht's. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir stecken viel Arbeit in die Videos auf diesem Kanal und deshalb wäre es toll, wenn ihr das Team belohnen könntet, indem ihr das Video liked und den Kanal abonniert.